Solange es eine geschichtliche Menschheit gibt, hat man auch versucht, die Seele des Menschen im Allgemeinen und die Charaktere im Besonderen zu erforschen. Dichter und Denker aller Zeiten und Völker haben uns einen unübersehlichen Schatz von Weistümern über das Wesen des Menschen hinterlassen. Wenn Aristoteles mit einer seiner Schriften, die den Titel führt, über die Seele, gewissermaßen die Geschichte der europäischen Hochschulpsychologie eröffnete, so hat er daneben doch auch den Artungen der Persönlichkeit Beachtung geschenkt, und zwar besonders durch seine Ethik, die zahlreiche noch heute lesenswerte Betrachtungen über Charaktere enthält. Allein die weitere Entwicklung der abendländischen Philosophie hat es mit sich gebracht, dass die Seele in erster Linie als Erkenntnisvermögen aufgefasst wurde. Wohl untersuchte man auch Willensregungen und Gefühle, aber weniger an sich selbst als nach ihrer förderlichen oder hinderlichen Wirkung auf die Erkenntnisgewinnung, während die ungeheure Mannigfaltigkeit der Charaktere von der Fachwissenschaft mehr oder minder ausgeschlossen und den Betrachtungen teils der Moralisten, teils der Aphoristiker, Historiker, Novellisten und Romanschriftsteller überlassen blieb. Diese sind tatsächlich reich an vielen und geistvollen Aussprüchen über das Menschenwesen. Ich erwähne als besonders ergiebig aus dem deutschen Schrifttum vor allem Goethes Wahlverwandtschaften und Jean-Pauls Levana. Indes, die gelungenste Einsicht kann zwar Leitstern der Wissenschaft werden, ist aber nicht schon selber Wissenschaft. Es waren die Vertreter der zweiten Welle der Romantik, welche Systeme der Seelenkunde aufzubauen versuchten, die uns auch den Schlüssel zum Wesen der Persönlichkeit liefern. Allein alle diese Versuche blieben folgenlos, wie ebenso diejenigen Schopenhauers und seiner Nachfolger, weil inzwischen unter dem Druck der Naturwissenschaften eine experimentelle Behandlung der Seelenkunde aufgekommen war, die sich von der erkenntnistheoretischen Richtung zwar in den Methoden, durchaus aber nicht im Ziel unterschied. Erst seit der Jahrhundertwende hat darin eine Wandlung Platz gegriffen. Wer sich mit dem bis heute Erreichten vertraut machen will, den verweise ich auf das einschlägige Schrifttum. Hier muss ich mich beschränken auf die Erörterung einiger der wichtigsten Probleme der Charakterkunde. Wer die Charaktere der Menschen nach wissenschaftlichen Methoden erforschen will, wird sich eine Reihe von Fragen vorlegen müssen, von denen die folgenden unerlässlich sind. Die erste lautet: Was ist der Charakter oder was müssen wir oder auch was wollen wir darunter verstehen? Da ist nun vorauszubemerken, dass der Name Charakter in drei wesentlich verschiedenen Bedeutungen vorkommt. Einer weitesten, wenn man zum Beispiel vom Charakter einer Staatsform oder vom Charakter der Mundart eines Volkes spricht, einer engsten, die wir im Sinne haben, wenn wir dem einen Menschen Charakter beimessen und ihn deshalb charaktervoll nennen, dem anderen Menschen Charakter absprechen und ihn deshalb charakterlos nennen, und einer mittleren, wonach jedes lebendige Wesen eine charakteristische Besonderheit seiner Seele aufweist. Nur der mittlere Begriffsumfang kommt für die Charakterkunde in Frage. Aber auch ihn müssen wir noch einschränken, sofern wir zunächst wenigstens Tiere und Pflanzen beiseite lassen und die Charaktere ausschließlich der Menschen zum Gegenstand der Betrachtung machen. Einen besonderen Charakter hat auch der Hund im Verhältnis zur Katze und hinwieder der eine Hund im Verhältnis zum anderen. Aber eine Person ist allein der Mensch. Was heißt das? Es heißt, dass nur er nicht bloß eine individuelle Seele ist, sondern überdies ein Ich oder Selbst. Ist also Person als individuelles Ich oder Selbst zu bestimmen,
so hat es die Charakterkunde in Bezug auf den Menschen mit individuellen Ichen zu tun. Sie ist die Wissenschaft von den persönlichen Eigenwesen, kürzer von den Persönlichkeiten, das Wort in weitester Bedeutung genommen. Um einen beliebigen Sachverhalt kennenzulernen, sei es den Erdball, ein Mineral, eine Mikrobe, sei es eine Persönlichkeit, brauchen wir Eigenschaftsbegriffe. Nehmen wir vorgreifend an, wir hätten schon Begriffe von persönlichen Eigenschaften, wie sie die Umgangssprache ja zu Tausenden zur Verfügung stellt. Man denke an Eigennutz, Gewissenhaftigkeit, Leichtsinn. So pflegt ihnen gegenüber sofort eine zweite Frage laut zu werden. Sind solche Eigenschaften angeboren oder erworben? Die einen sagen angeboren, die anderen erworben, die Dritten teils angeboren, teils erworben. Die Dritten haben zwar praktisch recht, aber sie meinen es meist nicht im richtigen Sinne. Denn diese Frage beruht auf einem Missverständnis. Da sind zwei gestern geborene Säuglinge. Sie sind nicht unerheblich verschieden an Gewicht, an Gestalt, an Hautfarbe. Sie bringen also ein jeder eine körperliche Eigenart mit auf die Welt, die nicht sie selbst sich gegeben haben. Und ebenso gewiss bringen sie besondere Charakteranlagen mit auf die Welt, die auch nicht sie selbst sich gegeben haben. Denn wären es etwa auch eineige Zwillinge, die unter äußerst ähnlichen Umgebungseinflüssen heranwüchsen, so könnte es doch geschehen, dass sie im Alter von 20 Jahren in manchen Charakterzügen voneinander abwichen, gemäß nämlich den angeborenen Beschaffenheiten. Dessen ungeachtet aber haben am ersten Tage nach der Geburt beide den Charakter des Säuglings. Der aber ist bei allen Menschen verschieden vom Charakter des Knaben, der wieder vom Charakter des Jünglings, der vom Charakter des Mannes, der vom Charakter des Greises und ebenso auf weiblicher Seite. Statt die Charakterverschiedenheiten verschiedener Personen zu untersuchen, könnten wir, wie man bemerkt, auch diejenigen Charakterverschiedenheiten untersuchen, die mit dem Älterwerden ein und derselben Person einhergehen, wovon das Ergebnis im günstigen Falle eine Charakterologie der Lebensalter wäre. Die Eigenschaften beliebiger Wesen, folglich auch aller Persönlichkeiten, sind demnach nicht feste Größen, wie Gestalt und Gewicht eines Steines, sondern unablässig sich wandelnde Größen. Daraus ergibt sich, der Charakter kann nicht bestimmt werden als ein Inbegriff unveränderlicher Eigenschaften, sondern er ist ein System allerdings von Eigenschaften, samt aber einem wiederum individuellen Prinzip der Wandlung seiner Eigenschaften. Von selbst versteht es sich, dass die Wandlung oder wie es auch heißt, Entwicklung der Eigenschaften von den Lebensbedingungen mit abhängt. Das geht ja allein schon aus der Tatsache der Lernfähigkeit hervor. Dem ist aber noch zweierlei anzufügen. Wirft man die Frage auf, was an einem Charakter grundsätzlich veränderlich, was grundsätzlich unveränderlich sei, so lautet die Antwort, wir wissen es nicht oder eben nur hinterdrein. Vielleicht werden wir es niemals wissen, wenn aber doch, dann jedenfalls nur aufgrund der Erfahrung und gewiss nicht mit Hilfe irgendwelcher Spekulation. Ferner. Wir müssen sorgfältig unterscheiden die tatsächlichen Veränderungen eines Charakters und die bloß scheinbaren, die dadurch entstehen, dass eine in Wirklichkeit unveränderte Eigenschaft auf neuem Betätigungsfelde zu neuartiger Auswirkung kommt. So setzt sich etwa die Maßlosigkeit des Trinkertums in agitatorische Übertreibungen der Enthaltsamkeit um, nachdem der Trinker eine Heilsarmeesitzung als Bekehrter verlassen hat. Und wie mancher, der sich vorgenommen,
es das nächste Mal ganz gewiss anders zu machen, musste er nach sich eingestehen, dass er es wieder genauso gemacht, bloß mit trügerischer Vermeidung einiger Äußerlichkeiten. Nachdem wir soweit mit unseren Betrachtungen gekommen sind, drängt sich nun aber eine dritte Frage von offenbar entscheidender Wichtigkeit auf. Wie erkennen wir denn die Charaktere der Menschen? Die aber zerfällt wieder in zwei Unterfragen. Die erste lautet: Wie kommen wir überhaupt dazu, von Persönlichkeiten und ihren Eigenschaften zu wissen? Die zweite: Wenn wir von ihnen wissen, wie finden wir sie am Nebenmenschen? Diese zweite Unterfrage mag uns zunächst beschäftigen. Wir erkennen den Nebenmenschen gewiss am schlechtesten aus seinen Worten. Talleyrand hat recht, wenn er meinte, die Worte dienten häufiger, die Gedanken zu verbergen, als sie zu offenbaren. Allein auch jede Handlung des Menschen ist vieldeutig, und selbst eine Kette gleichartiger Handlungen kann es sein. Ein Kunstliebhaber, der den Herrn X wiederholt in der Gemäldegalerie, im Theater, im Konzertsaal angetroffen hat und daraus den Schluss zieht, auch der Herr X sei ein Kunstliebhaber, kann sich getäuscht haben. Vielleicht nämlich langweilt sich der Herr X an den genannten Orten außerordentlich, wünscht aber in den Augen seiner Mitbürger für einen Kunstliebhaber zu gelten und bringt es infolgedessen möglicherweise fertig, in den Vorstand des städtischen Kunstvereins aufgenommen zu werden, ungeachtet er an Kunst gar kein Interesse hat. Zweifellos werden uns die Handlungen eines Menschen stets ein unentbehrliches Mittel sein, um unsere Urteile über seinen Charakter zu bewahrheiten. Aber sie sind ein weit weniger geeignetes Mittel, um die Eigenschaften seines Charakters zu finden. Es ist darum kein Zufall, dass, wann immer im Laufe der Zeiten charakterkundliche Bestrebungen vortraten, mit ihnen Hand in Hand gingen physiognomische Bestrebungen. Die Physiognomik geht von dem Grundsatz aus, das Wesen des Menschen offenbare sich oder erscheine im Äußeren des Menschen. Dass daran etwas Richtiges sein müsse, zeigen uns folgende Überlegungen. Jedem von uns ist es recht häufig begegnet, dass eine Person, die er zum ersten Mal erblickte, ihm entweder sympathisch war oder antipathisch. Forscht er rasch nach dem Grunde seiner Sympathie, so lautete das Urteil etwa: Dem kann man vertrauen, der ist aufrichtig. Und wenn nach dem Grunde der Antipathie, dann etwa: Dem traue ich nicht recht, der ist unaufrichtig. Solche Urteile können trügen, gewiss, aber in der Mehrzahl der Fälle behalten sie recht. Vorausgesetzt nur, dass man das Anfangsurteil festhält und sich nicht ablenken lässt durch die Worte des solchermaßen Beurteilten. Feinfühlige Frauen besonders verfügen bisweilen über große Unmittelbarkeit der Menschenkenntnis. Aber auch Arbeitgeber an der Spitze umfassender Betriebe, hervorragende Finanzleute, Staatsmänner, Politiker, Feldherren haben sich meist durch ungewöhnlichen Scharfblick in Bezug auf diejenigen Eigenschaften ihrer Nebenmenschen ausgezeichnet, die ihnen im Dienst ihrer Interessen wichtig waren. Allein mit solchen Eindrucksurteilen, so wichtig sie sind, wissen wir noch gar nichts von deren Quelle. Die genauere Durchforschung hat gezeigt, dass die Physiognomie des Menschen zwei sehr verschiedene Seiten darbietet, deren Wert für die Urteilsbildung von äußerst verschiedener Größe ist. Wir müssen unterscheiden die Physiognomik der Organe und die der Funktionen der Organe. Die Physiognomik der Organe, wir wollen sie kurz die Organphysiognomik nennen, hat seit Lavater mehrere geistvolle Vertreter aufzuweisen. Aber was sie uns bietet und bietet kann, sind durchweg Typen
Und die Anwendung dieser Typen auf den Einzelfall ist mit einer prinzipiellen Unsicherheit behaftet, von der es sogar zweifelhaft bleibt, ob sie jemals völlig zu beheben sein wird. Es kann jemand die Schädelform seines Großvaters haben, ohne dass er auch den Charakter seines Großvaters hätte. Völlig anders steht es mit der Funktionsphysiognomik, wofür wir auch sagen können, mit der Lehre vom Ausdruck des Innenlebens. Zunächst lässt sich beweisen, dass die Eindrucksurteile, von denen soeben die Rede war, auf unbewusster Deutung des Ausdrucks beruhen. Jedem von ihnen ist es widerfahren, dass er einem guten Bekannten, dem er auf der Straße begegnete, auf 10 Meter Entfernung Verstimmung oder Vergnügtheit ansah. Eine geringfügige Verschiebung der beweglichen Gesichtsteile, vielleicht noch verbunden mit einer geringfügigen Abwandlung der Haltung und des Ganges, hatte genügt, um bald Verstimmung, bald Freude zum Ausdruck zu bringen. Nun aber gibt es gar nicht Freude als solche, Verstimmung als solche, sondern es gibt nur und kann nur geben erfreute oder verstimmte Einzelseelen. Ist es also sicher, dass jeder Seelenvorgang sich in Funktionsänderungen des Organismus ausdrückt, so ist es auch sicher, dass die Seele selber sich ausdrückt in der unterschiedlichen Funktionsweise des Einzelmenschen. Und so kommen wir denn zu dem Satz: Das wichtigste Mittel, um fremdseelische Eigenschaften zu finden, ist die Deutung des körperlichen Ausdrucks der Eigenschaften. Eine Charakterkunde ohne gleichläufige Wissenschaft vom Ausdruck hängt in der Luft. Damit sind wir bei der anderen der beiden Unterfragen, in welche die Frage nach der Methode der Charakterermittlung zerfiel, bei der Unterfrage, wie wissen wir überhaupt von Charakteren und Charaktereigenschaften? Die Antwort lautet: durch Selbstbesinnung. Machen wir einmal die fantastische Annahme, es gäbe denkfähige Wesen aus Äther, die keiner Nahrung bedürften. Dann möchten diese Wesen die ungeheuerlichste Intelligenz besitzen. Wir könnten ihnen niemals einen Begriff davon geben, was Hungern und was Dürsten sei. Das aber müssen wir verallgemeinern. Hätte ich niemals die allermindeste Freude verspürt, so wüsste ich nichts von Freude und stände dem Ausdruck der Freude ohne jedes Verständnis gegenüber. Ebenso verhielte es sich mit Verstimmung, Ärger, Schrecken, Erwartung, Spannung, Erstaunen, Ungeduld, kurz mit jedem beliebigen Seelenzustande. Meine Teilhabe an fremdseelischen Zuständen ist es, die mir deren Erforschung ermöglicht. Charaktereigenschaften aber sind nichts anderes als die bald mehr, bald minder betonten Anlagen, die wir voraussetzen müssen, um es erklären zu können, warum ein bestimmter Seelenzustand, zum Beispiel Neid, im einen Menschen leichter und aus geringfügigeren Anlässen aufzutreten pflegt als im anderen. Und damit wären wir denn endlich bei einer vierten Grundfrage der Charakterkunde. Sie lautet: Was ist das Ziel dieser Wissenschaft? Ich meine selbstverständlich das theoretische Ziel. In der Beziehung nun gibt es nahe Ziele, fernere Ziele, fernste Ziele. Fassen wir zuerst das nächste Ziel ins Auge. Es ist von grundlegender Wichtigkeit, derart, dass jede Charakterkunde zum Scheitern verurteilt ist, die es im Hinblick auf lockendere Ziele überspringt. Ich habe anfangs gesagt, wir wollten vorgreifend annehmen, wir wüssten schon um Charaktereigenschaften. Und ich habe soeben wenigstens angedeutet, wie wir durch Selbstbesinnung zu solchem Wissen gelangen. Aber es leuchtet auch ein, dass wenn wir es bei der gewöhnlichen Selbstbesinnung beließen,
wir über eine volkstümliche Kennzeichnung der Persönlichkeiten kaum hinausgelangten. Darum ist es die erste Aufgabe der Charakterkunde, über das, was eine Charakterschaft sei, genaue Rechenschaft zu geben, und das bedeutet, Merkmale aufzufinden, die jede beliebige Charaktereigenschaft von jeder beliebigen anderen mit wissenschaftlicher Bestimmtheit zu unterscheiden erlauben. Ferner an der Hand noch tiefer dringender Untersuchungen, ein Prinzip aufzufinden, das uns gestatten würde, alle nur möglichen Charaktereigenschaften zu überblicken und sie nach festen Gesichtspunkten einzuteilen. Unterlässt man es, diese Aufgaben zu bearbeiten, so ist man in Gefahr, auf einen Abweg zu geraten, wie ich an einem einzigen Beispiel dartun will. Soll in einem Geschäft ein verantwortungsvoller Posten besetzt werden, so interessiert den Arbeitgeber unter anderem vornehmlich die Frage, ob der in Betracht kommende Stellenbewerber ehrlich sei. Das ist durchaus verständlich. Nun gibt es zweifelsohne sehr ehrliche Menschen und es gibt auch unehrliche Menschen. Es hat also den Anschein, als gäbe es eine Charaktereigenschaft namens Ehrlichkeit. Aber dieser Schein trügt. Ehrlichkeit ist keine Charaktereigenschaft, wie ihn die folgende einfache Überlegung enthüllt. Wir nehmen an, da sind 5 Personen, deren jede sich stets als ehrlich erwiesen hat und es auch fürderhin tun wird. Prüfen wir nun aber genauer mit allen uns verfügbaren Methoden, so finden wir, in der ersten Person ist die Ursache der Ehrlichkeit die Furcht vor möglichen Rückschlägen der Unehrlichkeit. In der zweiten ist es der Ehrgeiz, stets im besten Lichte dazustehen. In der dritten ist das weit sublimere Ehrgefühl, das aufs engste mit der Selbstschätzung des Menschen zusammenhängt. In der vierten ist es der Wahrhaftigkeitssinn, in der fünften weitgehender Mangel an persönlichem Eigennutz und möglicherweise noch ein überbetontes Sachinteresse. Kurz 5-mal sind es andere und immer wieder andere Charaktereigenschaften, welche Ehrlichkeit des Verhaltens zur Folge haben. Dann aber ist die Ehrlichkeit selbst keine Charaktereigenschaft und ebenso vieldeutig erwiese sich die Unehrlichkeit. Aus diesem einen Beispiel wird man wenigstens einigermaßen entnommen haben, welche gewaltige Aufgabe dem Charakterforscher obliegt, mit der Verpflichtung, sämtliche Eigenschaften, für die wir Namen kennen, daraufhin zu untersuchen, ob sie überhaupt Charaktereigenschaften seien und, soweit es der Fall, worin eigentlich ihr Wesen bestehe und welche Mittel wir besitzen, sie gegeneinander abzugrenzen. Es ginge weit über den Rahmen eines Einzelvortrages hinaus, wollte ich hier die Lösung der Aufgabe darlegen. Sagen darf ich, dass wenigstens diese Aufgabe durch meine Arbeiten gelöst wurde, und immerhin erwähnen will ich, dass sich dabei unter anderem 5 Gruppen von Eigenschaften ergeben haben, zwischen denen zwar ein mittelbarer Zusammenhang besteht, nicht aber mehr ein unmittelbarer Zusammenhang. Da ist zunächst die Gruppe derjenigen Eigenschaften, die sich auf irgendwelche Fähigkeiten der Persönlichkeit, auch Talente oder Begabungen genannt, beziehen. Zum Beispiel Gedächtnisstärke und deren Gegenteil, Feinfühligkeit und deren Gegenteil und so weiter. Man bemerkt sogleich, dass man die Folgen dieser Eigenschaften wenigstens schätzungsweise quantifizieren kann. Deshalb habe ich sie Eigenschaften des seelischen Stoffes oder auch Mengeneigenschaften genannt. Die zweite Gruppe besteht aus den Eigenschaften des seelischen Gefüges,
Eigenschaften, von denen die Ablaufskurve der Innenvorgänge abhängt und wohin zum Beispiel der Unterschied von temperamentvoll und temperamentlos gehört. Drittens haben wir die Eigenschaften der Qualität oder Artung, zu denen sämtliche Triebfedern gehören, wie Ehrgeiz, Erwerbssinn, Geltungsverlangen und so weiter. Viertens gibt es die Eigenschaften des Aufbaus oder der Tektonik, in denen sich das gegenseitige Verhältnis der Eigenschaften eines Charakters ausspricht, welchem zufolge zum Beispiel der eine harmonisch, der andere unharmonisch beanlagt sein kann. An 5. Stelle endlich steht die Gruppe der abermals persönlichen Anlagen des Betragens oder kürzer der Verkehrseigenschaften, denen gemäß man den einen etwa vorlaut nennt, den anderen schwatzhaft, den dritten schüchtern und so fort. Gesetzt nun diese Aufgabe wäre gelöst, so ständen wir vor der schon sehr viel ferner liegenden Aufgabe, die Struktur des sogenannten Unbewussten, genauer der Vitalität des Menschen, auf den Zusammenhang auch derjenigen Eigenschaften zu untersuchen, die zu verschiedenen Gruppen gehören. Eine Unzahl ganz neuer Fragen drängt sich heran. Zum Beispiel verträgt sich starkes Gedächtnis besser mit lebhaftem Temperament oder mit Phlegma? Besteht ein Wesenszusammenhang zwischen großer Begabung und Ehrgeiz? Oder ist das Gegenteil der Fall? Oder auch keines von beiden? Sind Triebfedern aus einer bestimmten Gattung, etwa aus der großen des Egoismus, mehr geeignet, die Einheitlichkeit des Charakters zu fördern oder mehr sie zu gefährden? In welchen inneren Anlagen wurzeln vorzüglich die Eigenschaften des Betragens? Erst auf diesem Boden wäre zum Beispiel einer Lösung entgegenzuführen, das früher viel diskutierte Problem, ob sogenannte Genialität irgendwelche innere Verwandtschaft zeige zu Gesinnungsfestigkeit und Treue, oder nicht vielmehr geradezu Haltlosigkeit und Mangel an Pflichtbewusstsein? Oder auch das noch heute berühmte Problem, ob zwischen besagter Genialität und dem Irrsein eine Beziehung obwalte? Zwei Fragen, über die bisher nur Ansichten vorgebracht wurden, weil ihre Beantwortung mit charakterkundlich ganz unzulänglichen Mitteln versucht worden ist. Je mehr wir aber solcher Art in die Tiefen der Vitalität eindrängen, umso mehr käme schließlich eine fernste Frage in Sicht, die Frage nach der Beschaffenheit der Seele des Tieres und am Ende sogar der Seele der Pflanze, womit sich uns Perspektiven eröffnen würden, wie sie eine andere Wissenschaft bisher kaum zu bieten hatte. Nicht von der Seele soll hier die Rede sein, die sich in den Namen Psychologie verkleidet hat, was ja wörtlich Wissenschaft von der Seele hieße. Psychologie in diesem Sinne befasst sich zum Beispiel mit der Abhängigkeit der Sinneserlebnisse von den Nervenvorgängen oder auch umgekehrt, ferner mit dem Denken, Fühlen, Wollen, drei Gegenstände, die jedoch nicht auf einer Ebene liegen und nicht selten miteinander vertauscht werden, ferner mit klug ersonnenen Denksportaufgaben mannigfachster Art, aus deren leichter oder schwerer Bewältigung Leistungstauglichkeiten der Versuchspersonen, insbesondere Berufseignungen erschlossen oder den Mittel zur Lösung sozialer Schwierigkeiten gesucht werden. Sie hat unstreitig Verdienste, und soweit die sich als brauchbar erwiesen, habe auch ich mich gern ihrer bedient.
Demgegenüber gab es einen Begriff der Seele selbst, gegründet auf die Einteilung des menschlichen Wesens in Leib, Seele, Geist. In ihr gipfelte die Denkgeschichte der alten Griechen, denen es freilich noch nicht gelingen konnte, eine stichhaltige Unterscheidung dieser Glieder durchzuführen. Die Dreiteilung selbst blieb bestehen, wenn auch in wechselnden Formeln verlautbart durch das ganze Altertum und Mittelalter, bis sie abgeschafft wurde vom Mathematiker und Philosophen Descartes, der dualistisch das gesamte All und somit auch das Wesen des Menschen auseinander trennte in körperliches, genauer räumliches und geistiges, genauer das Denken. Wiederholt versuchte man, die theoretisch gleichsam verloren gegangene Seele wiederzufinden. So war das ungewusst ein mit seinen biologischen Bestrebungen verbundenes Bemühen Goethes, und so folgten ihm darin zahlreiche Romantiker. Dann jedoch verschwand in den psychologischen Spekulationen die Seele wenigstens grundsätzlich ganz oder wurde verwechselt mit ihr völlig wesensfremden Denkgegenständen. Ich glaube sagen zu dürfen, es ist mir in jahrzehntelangen Forschungen gelungen, besagte Dreiheit mit wissenschaftlicher Strenge zu fixieren, so zwar, dass in jedem beliebigen Falle mit Bestimmtheit entschieden werden kann, welche Sachverhalte in uns vorwiegend aus dem Leibe stammen, welche vorwiegend aus der Seele, welche vorwiegend aus dem Geiste. Man spricht wohl hier und da vom Urmenschen. Allein den kennt niemand. Es gibt außergeschichtliche Völker, irrtümlich Primitive genannt, vorgeschichtliche, von den Griechen als Pelasger bezeichnet, auf welche gemäß ihrer Meinung nach der großen Flut die Abkommen Deukalions und Pyrrhas, also sozusagen die Deukalionen oder Hellenen folgten. Und es gibt endlich geschichtliche Völker, zu denen in weit überwiegender Mehrheit wir selbst gehören. Indessen, was wir der Kürze halber hier das pelaskische Geschlecht nennen wollen, reicht mit seinen Verhaltungsweisen in die folgenden Geschlechter, ja sogar bis in die Gegenwart hinein. Wir schließen es unter anderem aus Symbolen, Kulten, Mythen und vielen heute zunächst unverständlich gewordenen Bräuchen. Für alle drei Geschlechter, also auch für die außergeschichtlichen Völker gilt, dass ihnen der Geist zu eigen ist. Und das will sagen, die Fähigkeit zum reflektierenden Denken oder zum Denken der eigenen Person. Je weiter wir aber zurückgehen, umso mehr tritt jenes reflektierende Denken in den Hintergrund, umso mehr weicht es einer davon ganz verschiedenen Art des Verhaltens. Dies wird uns am klarsten, wenn wir zu ermitteln suchen, wodurch der Mensch überhaupt sich unterscheidet vom Tier. Da zeigen nun tausendfältige Erfahrungen und Beobachtungen, dass das Tier den Geist in hier umschriebener Bedeutung nicht besitzt. Vielmehr ist sein Organismus polarisiert nach Leib und Seele. Mit dem Wort polarisiert habe ich schon zur Kenntnis gebracht, dass nicht eine kausale, das ist ursächliche Abhängigkeit in Frage steht. Weder sind leibliche Vorgänge die Ursache seelischer, noch seelische die Ursache leiblicher. An diesem Dualismus scheiterte der Cartesianismus. Ebenso wenig hülfe uns die später vielfach beliebte Ansicht, beide,
nämlich Seelisches, worunter man freilich das Geistige verstand, und Körperliches, wären zwei schlechthin getrennte Welten, und es bedürfe von Fall zu Fall des Eingreifens einer höheren Macht, um sie dennoch miteinander in Verbindung zu bringen. In Wahrheit ist der Zusammenhang beider weitaus inniger, derart, dass nichts auf der Seite des Leibes geschehen kann, dem nicht ein Geschehen auf der Seite der Seele entspräche. Und ebenso natürlich umgekehrt. Eben das ist gemeint mit dem Worte ihrer polaren Zusammengehörigkeit. Die kürzeste Formel dafür lautet: Der Leib ist die Erscheinung der Seele. Die Seele ist der Sinn des Leibes. Entfernt ähnlich wie die Bedeutung der Sinn des Wortes, das Wort die Erscheinung seines Sinnes ist. Um die Veranlassungsgründe solcher Unterlagsbegriffe oder, wie man auch sagt, um solche Substrate recht zu verstehen, müssen wir die Äußerungen jener ins Auge fassen. Der Leib äußert sich im betastenden Empfinden und Reagieren und hat daher nur eine sehr geringe Beziehung zur Ferne. Die Seele dagegen äußert sich im Schauen, vermöge dessen der Seelenträger zu den Zielen seiner Begehrungen und Triebe, versteht sich unter ständiger Benützung seiner Empfindungen hingezogen wird. Geben wir ein Beispiel für Letzteres. Die Störche in Mecklenburg haben keine Landkarte nötig, um über Tausende von Kilometern hinweg ihre afrikanischen Wohnstätten zu erreichen. Sie folgen, wie man zu sagen pflegt, ihren Instinkten, ein Wort, das viel gebraucht wird, tatsächlich aber mehr verbirgt als enthüllt. Ständig gewöhnt an unser Kennen und Handeln, haben wir vergessen, dass dieses beruht auf einem bewusstlosen Erkennen, welches mit großer Sicherheit das Verhalten seiner Träger, und zwar mehr oder weniger aller Organismen, also auch unser Selbst regelt. Die Grundlage dessen, wie ebenso des damit verbundenen unreflektierten Reagierens auf beliebig ferne Ziele, das ist die Seele. Die großen Vorteile, die aus solcher Fähigkeit ihrem Träger wachsen, brauchen wir nicht zu erläutern. Aber auch ein nicht geringer Nachteil ist in der Seele des Tieres, von der wir soeben handeln, damit verbunden. Der Nachteil nämlich, dass es ganz überwiegend durch seine Begehrungen und Triebe bestimmt wird und demgemäß in seiner Weltschau auf verhältnismäßig geringe Umkreise beschränkt bleibt. Da auch in ihm mit dem Nahsinn des Tastens die triebbedingte Gabe des Schauens beständig zusammenarbeitet, so ist sein Verhalten wechselnden Umständen selbstverständlich anpassbar, bei den einen mehr, bei den anderen minder, aber sogar die darin am meisten begabten Tiere bleiben unermesslich zurück hinter der Fernschaubeziehung des Menschen. Denn das nun unterscheidet vom Tiere den ursprünglichen Menschen, dass er befähigt ist, vorzudringen zu einer sich immer erweiternden Schauung von Räumen und Zeiten, gleichgültig, ob sie seinen Trieben noch entsprechen oder nicht. Im Gegensatz zum Tier überwiegt in ihm die fernschaufähige Seele über die beschränkende Nähe des Leibes. Der dadurch bedingte Prozess des Wachsens seiner Fernbeziehung erstreckt sich durch Jahrzehntausende und kann in den Einzelheiten seiner Auswirkungen nur vermutungsweise vergegenwärtigt werden. Dann aber geschah etwas Neues. Es schlug in den Menschen ein der zeitlich unausgedehnte Blitz des Geistes.
Es entwickelte sich schrittweise die Gabe des planmäßigen Wollens, des bewussten Bezwecken und Handelns, und diesem gesellte sich die Tendenz zur Eroberung der Welt. Anfangs und bis weit in die späteren Geschlechter hinein blieb der Geist abhängig von der Seele. Mehr und mehr aber wurde er über die Seele Herr, sodass wir unterscheiden müssen eine Seelenabhängigkeit des Geistes von einer Geistesabhängigkeit der Seele. Das gilt, wie schon vorbedeutet, noch heute. Unter den Völkern indes, die wir die Zivilisierten nennen, überwiegt bei weitem die Geistesabhängigkeit der Seele. Große Erfindungen und Entdeckungen hat sie zur Folge gehabt. Aber auch eine neue Gefahr wurde mit ihr heraufbeschworen. Das bewusste Streben nach Macht hat ein Ausmaß erreicht wie nie zuvor, und heute wird jedes Volk mehr und mehr in die Streben hineingezogen und muss es schließlich, will es nicht untergehen. Ich denke dabei weniger an die furchtbaren Kriege, denen wir beiwohnen mussten. Ich denke mehr an die Tatsache, dass innerhalb der Staaten und Völker das Machtstreben der verschiedensten Gruppen das Leben zu unterjochen beginnt. Die Frau, ehemals Mutter und Betreuerin des Hauses, sieht sich heute daneben tausendfältig in harte Berufsarbeit verstrickt und steht im Begriff, eine ihrer tiefsten Bestimmungen einzubüßen, nämlich Wahrerin der Tradition zu sein. Der Mann verliert dadurch nicht selten den Zusammenhang mit der Familie, und die Zwistigkeiten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, kaum behoben, beginnen von neuem. Die von den Alten vergötterte Natur unterliegt im Dienste menschlicher Nützlichkeiten mehr und mehr der Mechanisation und Verödung. Sind doch allein in den letzten 50 Jahren Hunderte von Tiergeschlechtern vom Menschen ausgerottet worden. Und endlich steht hinter allen Machtstrebungen eine oberste und äußerste Macht, für deren Wirksamkeit wir kein besseres Wort zu finden wüssten als Bösiness. Während unsere Philosophen sich mit Vorliebe in gedanklichen Haarspaltereien ergehen, herrscht in Wahrheit das Geld. Man halte nebeneinander Worte wie Bösiness und Seele, und man wird nicht daran zweifeln, dass letztere, nämlich die Seele, von jenem mit Zerstörung bedroht ist. Ich habe diese Anschauungen seit rund 60 Jahren vertreten und in Aufsätzen und weit ausgereifenden Büchern ihnen Ausdruck verliehen. Allein bloß Überzeugungen ändern am Ablauf der Dinge nichts, indem sie vielmehr der Ausdruck tief liegender Wandlungen des Organismus sind. Hier müssten schon mehr als menschliche Mächte eingreifen, um den Verlust der Seele abzuwenden.